Hast du dich gefragt, warum das Leben aktuell so anstrengend ist? An den Portaltagen konfrontiert uns das Universum mit Emotionen, Eigenschaften und Themen, welche wir sonst verborgen halten und im Alltag schnell verdrängen. Gelangen diese Themen plötzlich an die Oberfläche, kann das erst einmal unangenehm sein. Jedoch können sie auch großartige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bieten. Wenn du wissen willst, wie du diese Tage für dich und deine Transformation nutzen kannst, um dein volles Potenzial zu entfalten, bleib dran. Mit den Portaltagen schenkt uns der Kosmos die Chance auf Heilung und Transformation. So wird an diesen Tagen eine spürbar starke Energie aktiviert und das Tor zur geistigen Welt geöffnet. Dadurch sind wir intensiven Kräften ausgesetzt, welche Seele, Körper und Geist beeinflussen. Aber was sind eigentlich Portaltage? Im Kalendersystem der Maya, welches auf Beobachtungen der Sterne und Planeten beruht, vermerkte das Volk der Maya auch sogenannte Portaltage. Die Maya verbindlichen ihre Zeitrechnung anhand von 2 Pyramiden, die sich in der Mitte berühren. Die obere Pyramide steht auf dem Kopf und steht für die Energie, die aus dem Kosmos kommt, während die untere Pyramide für die Energie steht, die aus der Erde kommt. Treffen beide Energien in der Mitte aufeinander, entsteht laut den Mayas das höchste schöpferische Potenzial. Diese Tage bezeichnen die Maya als Portaltage. Im Englischen werden die Portaltage auch Galactic Activation Days oder kurz Gap Days genannt. An diesen Tagen soll das Portal zum Kosmos geöffnet werden und kosmische Schwingungen werden spürbar. Hier bekommen wir Zugang zu Bereichen, die uns normalerweise verborgen bleiben. Und der Vorhang zur Anderswelt wird gelüftet, sodass wir einen Einblick in andere Welten bekommen. Eben an diesen Portaltagen können wir die kosmischen Energien für unser persönliches Wachstum nutzen, so die Überlieferung. Während der Portaltage ist das Tor zur feinstofflichen Ebene, zum Universum und somit zu deiner Spiritualität, aber auch einfach zu deinen inneren Themen weit geöffnet. Vielleicht bemerkst du in dieser Zeit, dass du eher dünnhäutig, gereizt und feinsinnig bist. Vielleicht verspürst du Kopfweh oder fühlst dich körperlich ausgelaugt. Der ein oder andere spürt die Portaltage auch als ein Energiespender und kann vor lauter, überströmender Energie kaum schlafen. Beobachte dich selbst in dieser Zeit. Es ist deine Chance, Themen anzuschauen und zu bearbeiten, die du lang verdrängt hast oder die im Verborgenen liegen. Bist du zum Beispiel im Herzen im Mangel, so wirst du am Portaltag durch eine hohe Sehnsucht in dir zum Thema gebracht. Nutze diese Chance, indem du deine Themen angehst, sie bearbeitest und deinen Frieden findest. Öffne dich und hör in deinen Körper und in dein inneres System. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du an den Portaltagen durch Impulse geleitet wirst, die dich genau in die Klarheit führen, die du benötigst, um deinen Weg authentisch und aus deinem Herzen gehen zu können. Spür an den Portaltagen so richtig in dich hinein. Was fühlst du? Welche Impulse hast du? Fühlst du immer den starken Wunsch nach Rückzug in dir? Oder brauchst du viel Nähe und Menschen um dich herum in dieser Zeit? Spürst du Ängste? Oder fühlst du den Drang, dich endlich mehr in deinem Herzensprojekt zu zeigen? Fühle über mehrere Portaltage hinweg in dich hinein, notiere dir, was thematisch immer wieder aufkommt. Oft hilft Meditieren und Räuchern, den Körper zu reinigen, innerlich durch Fasten und äußerlich durch Basenbäder oder Entgiftungskuren, gerade um die Portaltage herum. Das unterstützt den Prozess. Wie lassen sich Portaltage optimal nutzen? Es kann sich lohnen, die Portaltage für dein persönliches Wachstum zu nutzen. An diesen Tagen kannst du einen Neuanfang wagen, schlechte Angewohnheiten verabschieden, mit bestimmten Situationen oder Personen abschließen
und auch negative Denkmuster loswerden. Die höheren Schwingungen ermöglichen es dir, dich mit dir selbst und deinem Umfeld auseinanderzusetzen. An den Portaltagen solltest du dich also unbedingt mit dir selbst beschäftigen und die Tage nutzen, um an Körper, Geist und Seele zu arbeiten und das tun, was dir gut tut. So können dich diese Tage bei deiner geistigen und spirituellen Entwicklung unterstützen, ein Wegweiser sein und für mehr Wohlbefinden sorgen. Wie du das Beste aus den Portaltagen machst. Meditiere, um zu dir selbst zu finden und um Kraft zu tanken. Praktiziere Yoga, um Körper und Geist zu verbinden. Verbessere deine Achtsamkeit. Höre auf dein Bauchgefühl und setze auf deine Intuition. Schreibe deine Erkenntnisse auf, um Unterbewusstes ins Bewusstsein zu holen. Achte auf ausreichend viel Schlaf und nimm dir die Ruhe, die du brauchst. Lese und bilde dich weiter, um deinen Zielen näher zu kommen. Verbringe deine Zeit mit Menschen, die dich lieben und die dir gut tun. Und zum Schluss, sei kreativ. Einerseits bringen uns Portaltage dazu, unsere tiefsten Schubladen zu öffnen, in denen wir alten Schmerz versteckt haben. Und andererseits schubsen sie uns, um in unsere Schöpferkraft zu kommen und ungeahnte Möglichkeiten für uns zu entdecken. Es liegt an uns, diese Kraft auch zu nutzen und die Energien bewusst zu integrieren. An jedem Portaltag bekommst du eine tiefgreifende, energetische Klärung, die durch viele verschiedene Bereiche deiner unbewussten Felder wirkt. Portalöffnungen, das Tor in eine andere Welt. Portalöffnungen sind Tage, an denen große, kosmische Strömungen auf die Erde treffen. Dabei entfalten sie eine große Wirkung auf das menschliche Bewusstsein. Transformationen und neue Erkenntnisse sind möglich. Deshalb sollten wir an diesen Tagen sehr achtsam sein und uns über nichts wundern. Alles ist möglich. Viel wird in unserem Inneren aufgewühlt und in den darauffolgenden Tagen geordnet. Wie Portalöffnungen auf Körper, Geist und unsere Umwelt wirken? Portalöffnungen können durchaus sehr anstrengend sein. Sie können Müdigkeit, Kopfschmerzen sowie ein allgemeines Unbehagen mit sich bringen. Daneben bringen sie aber auch noch viel Energie, viel Freude sowie die Kraft, all die Dinge, die schon lange anstanden, umzusetzen. Manchmal rufen besondere Kraftorte an den Portalöffnungstagen. Dort wird dann eine Menge Energie freigesetzt. Oft haben wir als Lichtarbeiter der Erde die Aufgabe zu helfen, die Energien weiterzuleiten, zu kanalisieren oder einfach nur zu empfangen. Das kann dann eine Tugendenergie wie zum Beispiel Toleranz, Liebe oder Mitgefühl sein. Es ist in jedem Fall immer eine höher schwingende Energie, welche sich irgendwo auf der Erde verbreiten möchte. Wir empfinden Portalöffnungen manchmal ähnlich wie die Rauhnächte. Wie man bei den Rauhnächten so schön sagt, die Schleier werden dünner und wir befinden uns zwischen Raum und Zeit. So trifft dies auch auf die Portalöffnungstage zu. Eine bewegte Zeit, bei der wir sehr achtsam sein sollten. Wie bekomme ich mit, wann Portalöffnungen stattfinden? Die Informationen, wann eine solche Öffnung stattfindet, kann man in der Akasha-Chronik lesen. So bekommen die Menschen, die einen Zugang zu der Akasha-Chronik haben, am ehesten die Daten sowie die vielen damit einhergehenden Synchronizitäten mit. Wechselwirkungen mit anderen bedeutsamen Tagen. Wenn Portalöffnungen auf andere globale oder astronomische Tage fallen, können die Energien zusätzlich verstärkt werden. Das könnte sein Portaltage, Vollmonde und Neumonde, Tag- und Nachtgleichen, Sommer- und Wintersonnenwenden, verschiedene religiöse Festtage, besondere Planetenkonstellationen und die Rauhnachtszeit. Sind Portalöffnungen dasselbe wie Portaltage? Portalöffnungen sind unabhängig von Portaltagen, können aber auch auf denselben Zeitpunkt fallen. Portal heißt Tor. Ein Tor öffnet sich. Wenn eine Portalöffnung an einem Portaltag stattfindet, kann die Öffnung verstärkt werden,
auch an dem Tag davor oder danach. Bei den Portalöffnungen können wie bei den Portaltagen Energien bzw. hohe Frequenzen auf die Erde strömen. Oft sollten sie das menschliche Massenbewusstsein erheben oder einen Massenprozess einleiten. Ein neues Kapitel wird kollektiv eröffnet. Ein Moment der Bewusstseinsverschiebung. Doch dazu sollten wir uns gut einstimmen, um uns mit den feinen Schwingungen, die aber auch oft erst einmal aufwühlend sein können, zu verbinden. Doch wenn wir es geschafft haben, uns diesen Portalöffnungstagen bedingungslos und vertrauensvoll hinzugeben, können wir die Früchte dieser Segenstage schon bald in Freude und Leichtigkeit genießen. Glaube mir, ich weiß, wie anstrengend und schmerzhaft diese Zeit sein kann. Dennoch bietet sie dir ungeahnte Möglichkeiten, damit es in deinem Leben vielleicht etwas leichter werden darf. Nutze auch du die Energien der Portaltage für dein höchstes Wohl. Sie haben eine klare Intention und bieten dir eine wundervolle Möglichkeit für Wachstum und Transformation. Ich wünsche dir erkenntnisreiche, gesegnete Portaltage. Die Daten der Portaltage für das gesamte Jahr 2024 findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Ihr Lieben, hier noch ein besonderer Dank an euch, dass der Kanal so stetig wächst und mit ihm auch wir, haben wir nur euch und euren fleißigen Likes, Abos und Kommentare zu verdanken. Nur diese machen uns überhaupt sichtbar, damit wir ausgespielt werden. Meinen besonderen Herzensdank an euch. Damit ihr keine Videos, Podcasts oder die täglichen Teaser verpasst, aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Das Abo ist für euch natürlich absolut kostenfrei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nie, du bist geliebt.